Kurzes Vorwort zum zweiten Durchgang. Da ich davon ausgehe, dass Sie in erster Linie die sehen werden, die mich abonniert und große Teile des ersten Let's Plays gesehen haben, habe ich einige Entscheidungen getroffen, um etwas mehr Abwechslung reinzubringen und unnötige Längen zu vermeiden. So werde ich dieses Mal die Texte nicht selbst verlesen, sondern die Sprecher verlesen lassen. Da die mitunter sehr langsam verlesen werden, sind sie zum Teil beschleunigt. Außerdem habe ich Laufwege rausgeschnitten, die nichts zur Story oder zum Gameplay beitragen und auch sonst eher uninteressant sind. Ich hoffe, dies kommt euch entgegen, ansonsten gerne kritische Rückmeldungen in die Kommentare. Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß. Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Alone in the Dark. Und nachdem wir ja das Spiel schon mal mit Emily abgeschlossen haben, werden wir jetzt mit Edward nochmal neu durchstarten. Wie geplant. Etwas länger hat es gedauert als geplant, aber gut. Wir nehmen jetzt aber dieses Mal so der Abwechslung halber den Modus Oldschool. Ich bin mal gespannt, was das bedeutet. Wir werden es jetzt herausfinden. Was? Macht nichts, wir waren fertig. Los geht's. Bin mal sehr gespannt, wie sich jetzt die Geschichte aus den Augen von Edward Carnby abspielen wird. Der Beginn wird wohl erwartungsgemäß der gleiche sein. Wäre auch verwunderlich, wenn nicht. Bei Resident Evil war es dann ja so, dass die Missionen so weit voneinander abwichen, dass sie, so wie man sie spielt, nicht gleichzeitig haben stattfinden können. Ich bin mal gespannt, ob das hier auch so ist oder ob sich die Missionen decken. Ich würde das Intro der Vollständigkeit halber einfach mal trotzdem durchlaufen lassen, ja? So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. Ich mag ja schon mal die Lichtstimmung. Da man alles schon mal gesehen hat, achtet man jetzt mehr drauf. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Schön. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Ja, sie ist nicht ganz ehrlich zu ihm, ne? Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Er geht die Sache analytisch an. Ne? Er fragt sich ja schon, was soll das Ganze jetzt hier? Er merkt schon, irgendwas fehlt an Informationen, an Ziel. Ja, welches Ergebnis wollen wir erreichen? Und warum? Und wie? Sie verrät ihm nicht besonders viel. Okay.
Oh, eigentlich können wir jetzt schon sagen, es soll nicht deckungsgleich sein, oder? Hello? Sie ist doch Looks unten abandoned. durchgegangen. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Alles klar. Also, das können wir uns schon mal abschminken, dass die Geschichten identisch sind. Ich bin mal gespannt, was sich jetzt tun wird. Das erklärt dann auch schon mal, warum er ja ursprünglich ihr sagte, gegen Ende des Spiels aus ihrer Sicht, ihm sei nichts Merkwürdiges aufgefallen. Da hatte ich ja schon überlegt. Machte er was vor? Aber er hat die Geschichte halt anders erlebt. In der ersten Variante. So, und mal sehen, was jetzt Modern bedeutet. Nee, was war Oldschool, ne? Modern hatten wir vorher. An der Steuerung hat sich schon mal nichts geändert. Now what do we got here? Da haben wir jetzt unsere Lampe, aber da lag doch noch ein Schlüssel, oder? Den haben wir gleich mit. Gut. Also was jetzt, glaube ich, anders ist, wir werden auf die Items nicht hingewiesen. Ne? Die müssen wir selber entdecken. Das heißt also, ich werde diesmal ein bisschen gründlicher gucken müssen. Das lässt viel Raum für sich dumm anstellen. Aber gut, wofür hat man ein Videoschneidprogramm? Wenn ich mich da mal eine halbe Stunde um mich selbst drehe, dann kann ich es einfach rauscutten. Wenn ich es nicht vergesse. Moment, aber hier haben wir schon gesehen, ne? Gut, da gibt es dann doch einen Hinweis. Gut, wie viel haben wir jetzt? Ja, auch nicht viel mehr. Gut, daran kann ich jetzt nichts machen. Die Engine muss hier noch ein bisschen einruckeln, wie es scheint. Ein schön großer Baum. Wer das Ende gesehen hat beim letzten Mal, wird diese Situation möglicherweise inzwischen anders bewerten. What? Ein Haushälterin-Schlüssel? Nehmen wir doch. Kann er vielleicht hier rein? Bei ihr ging das meines Wissens nach nicht. Oder möglicherweise auch doch, weil wo sollte ich sonst hin? Ja doch, die war auch hier drin. Ja doch, ich bekomme auch Hinweise auf Gegenstände. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the word you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame.
What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Okay, ich hatte das ja beim letzten Mal das abgebrochen und selbst verlesen, da auf Englisch. Auch in dem Fall würde ich sagen, können wir uns jetzt ja mal die originalen Texte geben. Sind ja sehr schön eingelesen. Und dieses Detail, A Goat Without Horns, Ziege ohne Hörner, da wusste ich ja nichts mit anzufangen. Da gab es tatsächlich noch eine kleine Erzählung zu, die im Text selber nicht stand. Insofern könnte es sich tatsächlich lohnen, nochmal sehr aufmerksam zuzuhören, was die da lesen oder erzählen. Sehr schön. Ah ja, hier wird gerne viel Fleisch gegessen. Na dann. Aber mal im Ernst, wie lange kann das gut bleiben, wenn man das so verwahrt? Ich habe keine Ahnung, aber ich wäre skeptisch. Naja, es ist ja nicht meine Gesundheit. Und du isst nichts davon, Carnby, wir brauchen dich noch. Wir haben auch gleich den nächsten Text. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Okay. Genau. Hier können wir bisweilen noch nicht viel machen. Das tut uns weh. Ja. Erstmal alles wie gehabt, wie es scheint. Na gut, jetzt kommen wir zumindest schon mal ins Haus. Mission accomplished. Ah, da gibt es diese Dietrich-Türen. Dachte ich zumindest, aber die sind einfach nur von der Gegenseite verriegelt. Da wird es also auch keinen Unterschied geben. Ich glaube nur, also ich habe das Gefühl, ich habe beim letzten Mal einige Items übersehen. Es dauert immer so ein bisschen, bis das erscheint und die Möglichkeit zuzugreifen. Da war ich, meine ich, oft zu ungeduldig. Ah, wir haben die Karte des Hauses, sehr gut. Jawohl, und einen Schlüssel. Und da werden wir noch nicht rankommen. Ich hatte auch tatsächlich Verbandsschlüssel gelesen. Das ist mir, glaube ich, beim letzten Mal auch passiert. Tatsächlich steht da Verandaschlüssel. Lottis Tagebuch. Lauschen wir andächtig ihren Worten. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Von dieser Fäulnis wird ja häufiger mal berichtet. Wer es schon einmal gesehen oder gespielt hat, wird wissen, was es damit auf sich hat. Ich finde erstaunlich, wie gelassen die das hinnehmen. Es ist ja eigentlich klar, dass das nicht sein sollte. Vielleicht war man da allgemein noch ein bisschen härter. Da ist wahrscheinlich häufiger an der Mangelung an Wissen oder Möglichkeiten so ein bisschen Bausubstanz einfach hinüber gewesen. Verschimmelt oder ja, verfallen. Ich überlege nur gerade, ist die Spielwelt dadurch konsistent? Macht das Sinn? Muss man ja auch sagen, das ist ein Sanatorium, von dem Jeremy sagte, hier werden die Leute verwahrt, die niemand mehr haben will. Nur halt aus wohlhabenden Familien. Wahrscheinlich wird da ziemlich viel einfach hingenommen. War einfach kein Interesse da, sich damit zu befassen.
Hier haben wir den The Zeitungsartikel. Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau and has since been embraced by many of the Creoles and a surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Genau, und wir werden ihr ja noch begegnen, ne? Cassandra Beauregard. Ich finde gerade ganz interessant, ich schaue hier immer so ein bisschen auf die Ausschläge auf OBS. Mir kam der Leser jetzt nicht lauter vor als die vor ihm, aber ich habe hier deutlich mehr Ausschläge. Wahrscheinlich, weil er so diesen Grönemeyer-Style hat, ne? Immer so Spitzen drin, ne? Die hauen da wahrscheinlich richtig rein. I need the key. Ja. Können wir hier rein? Ja, das ist das Vorzimmer des Arztes, ne? Und da ist der Arzt. Aber ich komme nicht an ihn ran. Dann gehe ich wieder. Okay, ich wollte ja eh die Haustür öffnen für die gute Emily. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Sehr gut. You can't. Don't worry, we'll be discreet.
Was soll sie machen, In ne? the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Der Sprecher wirkt so ein bisschen unprofessionell, aber doch unglaublich glaubhaft. Und sympathisch irgendwie. Und ich glaube, dieses Aufgebot an Darstellern hatten wir bei ihr nicht, ne? Wahrscheinlich, weil sie ihre Geschichte ja selbst erzählen konnte. Aber diesmal war er es ja, der nicht so viel darüber wissen konnte. Here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Und wir sind da dem Mädchen gefolgt beim letzten Mal. Dieses Mal hat er sich bei Überrumpelungstaktik durchgesetzt. Sie braucht ja die Hilfe des Mädchens, das sie hergeführt hat. Okay, also wirklich andere Geschichten mit gleichem Setting, nicht zur Deckung zu bringen, aber dann doch mit einigen interessanten Unterschieden. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. How did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Teruel? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. Tja, ist das Geisterfahrer-Syndrom, das er alle anderen für verrückt hält? Andererseits ist das, denke ich, auch etwas mehr als nur ein Klischee, was jetzt Heilanstalten angeht. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Okay. Ah, sehr gut. Die werden wir, ja genau, bei diesem Kästchen brauchen. Ja, sie kann sich weiter umgucken. Ich löse derweil schon mal ein Rätsel. So. Ein Rätsel, das sogar ich lösen kann. So. Fertig! Sehr gut. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Nein. Na gut. I would kill the guy to throw some of this stuff out.
I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Junk? Das ist ein Bilderrahmen. Sag mal, geht's noch? Sind oft teurer als die Bilder. Oh, wow. That's striking. Das ist I want to beängstigend. save this one. Ja, dann. Aber wir sind in seinem Zimmer, ja? Das heißt, es ist ein Selbstporträt. Das ist spannend. Was kann er dazu bringen, sich so darstellen zu wollen? Alright, come on. Oh, Go see Dr. Gray. das ist ein interessantes Detail, dass es ihn jetzt erwischt, oder? Come on, let's go. Es erschien ja sehr, I'm coming. es erschien ja sehr plausibel, dass sie familiengeschichtlich davor belastet ist und möglicherweise deshalb auch durchdreht mit der Zeit. Aber das scheint Miss Hartwood. nicht der Fall zu sein. Oder nicht nur. Emily? Er ist ja dann doch eher so der robuste Charakter, bei dem man nicht ohne weiteres annehmen würde, der sei anfällig dafür. What the hell is going on? Where am I? Okay. Das hat jetzt tatsächlich ihn sofort erwischt. Das ging, glaube ich, sogar schneller als bei ihr, oder? Aber zumindest haben wir erstmal genug zu ballern. So. Okay, da haben wir den ersten Dude. Und jetzt wissen wir ja schon, das ist nicht der einzige. Ums Eck lauert noch ein weiterer. Ist jetzt die Überlegung. Ich glaube aber, ich erledige den von hier. Das wird ihn anlocken. Aber so habe ich beide besser auf Distanz. Ja. Könntest du das bitte lassen? Ja. Oh, lädt der einzeln nach? Oh ja. Das ist leider wieder das gleiche Problem wie beim ersten Durchgang. Dass ich in den Hintergrund glitsche und mich nicht mehr rühren kann. Das sollten die echt mal fixen. Christ, what the hell was that? Es ist jetzt nicht so schlimm, aber es killt sofort die Atmosphäre, finde ich. Christ, what the hell was that? So, das hätten wir jetzt erledigt. Ist so ein bisschen schade, diese Clipping-Fehler. Wie gesagt, es ist nicht so dramatisch, aber es macht die Atmosphäre kaputt. Wir sind jetzt quasi frisch, oder wären es, das erste Mal frisch in dieser Parallelwelt angekommen, wo man ja eigentlich erstmal eintauchen will. Dann hat man gleich erstmal mit der Steuerung zu kämpfen. Ist ein bisschen schade. Die machen sich da selber was kaputt, was sie aufgebaut haben. Es bleibt ein großartiges Spiel. Ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, wo wir nochmal durchgehen, kann man ja auch mal ein bisschen kritisch gucken. I can't go that way. Na, wer bestimmt das? Ich will da durch. Verdammte Axt. Na gut. Ich finde, darauf ist man so ein bisschen geeicht, ne? Wenn das Spiel sagt, hier ist eine Invisible Wall und macht da sogar noch einen Nebel hin. Das macht es witzigerweise nicht kaputt. Aber bestimmt nur, weil man darauf so ein bisschen konditioniert ist vom Spielen. Wer wenig spielt, könnte wahrscheinlich eher Anstoß dran nehmen. Könnte ich sofort verstehen. Wenn jemand sagt, hier leuchtet mir nicht ein, was ist das für ein Quatsch?
I can't go that way. Ja, absolut, so ist das. Kann ich klingeln? So, diesmal werde ich auch mit den Steinen anders umgehen. Ich habe ja erst beim Endbosskampf verstanden, Stein ist nicht gleich Stein und man kann auch anders mit denen umgehen. Das ist jetzt wieder meine Schuld, da kann das Spiel nichts für. Don't let them get inside, Carnby. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Ah, er kennt ihn ja auch nicht. How? Pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much you paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, Carnby? Ein Grübler. Not if I can help it. Ja, so sehe ich ihn. I think Jeremy's hiding in the way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, Carnby. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Schön, ne? Auch diese Charakterzeichnung. So ist er, ne? Ja. Wobei das, denke ich, auch so ein gewisses Understatement ist, um sich einen Ruf zu bewahren. Ich glaube, er ist jetzt kein flacher Charakter oder so. Ich glaube, damit täte man dieser Person, wie sie angelegt ist, Unrecht. Das ist manchmal ja auch ein Lernerfolg, den Kopf einmal öfter abzustellen, weil man merkt, es bringt einem nur zusätzlichen Kummer, aber keinen zusätzlichen Gewinn. Und ich glaube, das ist ja auch eher so ein, ja, Yin und Yang, ne? So die maskuline Seite. Etwas zu positiv, zu stürmisch, zu wenig überlegt und weiblich dann eher sehr grüblerisch, überlegend, ausgleichend abwartend und dabei aber auch mitunter eher zur Melancholie neigend. So hat alles seine Vor- und Nachteile und sind Komplementäre, die eigentlich einander brauchen. Aber ich freue mich jedenfalls, dass es... Ich war am Anfang so ein bisschen ernüchtert, muss ich ehrlich sagen. Aber so langsam ergibt es Sinn, beide Geschichten zu spielen. Na gut. Diese unangenehme Sicht der Dinge kennen wir ja. Blood, I hope it's not Chris's. Vor allem müssen die sich jetzt auch überlegen, welche Version ist jetzt Kanon. Steinigt mich, aber ich meine, bei Resident Evil gilt zum Beispiel... Da gilt die Version von Jill zum Beispiel bei Resident Evil 1 als Kanon. Und wenn die das hier fortsetzen wollen, müssen die sich, glaube ich, auch bald überlegen, welche Version die gültige ist. Und es steht hier sogar, nach Gegnern geworfen oder zu deren Ablenkung. Ich habe es nicht gesehen. So viel zur Qualität meiner Let's Plays. Ich bin für manche Dinge einfach zu dumm. Das hat mir jetzt schon mal gerade gar nichts gebracht. Und hier kann man nicht durch. Das ist ein bisschen zu wenig deutlich, finde ich. Das dagegen ist wiederum ganz praktisch, dass es geht. Dass man unter den wegtauchen kann. Oh, er ist zu schnell. Ich sollte das Werfen einstellen. Und die Beine in die Hand nehmen. Warum bin ich so itemgeil? Furchtbar. Das hätte ich mir echt sparen können, den Treffer.
Oh fuck, der kommt mir hinterher. Locken wir dich mal wieder raus. Hoffentlich geht das noch. Ja. Das wäre ja ein schönes. Ein Beil. Sehr gut. Ich aber nicht an dich verschwenden. Du kommst jetzt mit und ich sperre dich aus. Dass das klar ist. So. Das ist nur ein Steinchen, keine Munition. Warum geht überhaupt jedes Mal wieder zu? Kann ich die nicht selber zumachen? Nein. Hoffentlich ist er diesmal draußen geblieben. Natürlich nicht. Oh, geil, hier kommt schon der Nächste. Ihr regt mich alle auf. Was ist da das? Ich gehe jetzt draußen spielen und ihr bringt euch hier gegenseitig um. Okay, ist das ein Deal? Ich wollte jetzt gerade was auf ihn werfen, hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, das wehrt die ab. Das ist cool. Komm, Junge, dann gehen wir jetzt mal hier die Straße runter. Dass ich richtig schön viel Abstand zu dir bekomme. Schadet das denen auch? Kann ich die so umbringen? Was? Ein neuer Gegner? Warum? Noch einer? Sag mal. Noch einer! Geil! Es wird ja mal besser. Oh mein Gott. Okay, hoffentlich geht die Tür... der guckt zu. Jawohl, na klar. Gut, ich hoffe mal, die Tür wird jetzt zugehen, sonst habe ich gleich ein richtig großes Problem. Gut, sie sind schön weit weg. Das könnte klappen. Ich glaube, diesmal hat es geklappt. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Huh. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. It's the talisman, like the one in the painting. Ja. Back dir ein Ei. Okay. Das wird nicht verlesen. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingraffierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein, aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Wisst ihr Bescheid? I need a key. Darauf hätte ich echt mal Bock, muss ich sagen. Ich hatte ja damals schon versucht, da irgendwie reinzukommen bei Unicorns Filmprojekt. Das hat sich immer mehr gezogen. Ich hatte dann auch irgendwie nicht mehr die Gelegenheit, da noch nachzuhaken. Aber mal so eine kleine Nebensynchronsprecherrolle bei so einem Spiel finde ich echt witzig. Gerne auch so ein klitzekleines Indie-Projekt. So, ich brauche die Zahlen. Ich habe die Zahlen nicht. Habe ich sie in meinen Notizen? Schauen wir mal. Hier, 358. Waren die das? I think it needs numbers, like coordinates. Ja. There's something in Jeremy's notes. 3. Wo ist hier der Zeiger? Da. 5. 8. Jawohl. It's showing something. Place? Ja. Where is that? Da, wo die Decke auf dem Sofa liegt und der Tisch nicht abgeräumt wurde. Dort wirst du finden dein Schicksal.
Ich dachte kurz, da stand ein Fallout-Guy. Es ist einfach nur eine blaue Kerze. Wenn man so einen Scheiß im Kopf hat, dass man bei einer blauen Kerze an ein Spiel denkt. I was wondering when you were going to show up. Ja? Mrs. Thompson told me you were here. Ja. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. So ist das. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite. It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Gut, das war Kapitel 1. Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later.
Schön gespielt. Schön. Auch absolut glaubhaft, fügt sich wunderbar in die Charakterzeichnung rein. French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Taroea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Auch hier dachte ich kurz, passt das zu ihm, dass er das einfach als gegeben hinnimmt? Aber ich denke, da spricht sein Pragmatismus aus ihm. Er hat es erlebt, er nimmt es als gegeben hin und überlegt sich jetzt eher, was bedeutet das und wie gehe ich damit um, statt damit zu hadern, kann es überhaupt sein. Okay, ja, Kapitel 1 wäre damit abgeschlossen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.